Hallo zusammen, ihr wisst, wir schauen uns immer kurz und knapp Reparaturen an, beziehungsweise ihr bekommt eine kurze, möglichst auf das Wichtigste runtergebrochene Anleitung, wie ihr das jeweilige Bauteil auszutauschen habt. Und wir schauen uns heute einmal an das Magnetventil, wo die Abgasrückführung steuert. Beim T5 Multivan, in dem Fall ein 2,5 Liter, 174 PS TDI. Zuerst bauen wir einmal hier diesen runden Druckspeicher, Unterdruckspeicher im Motorraum aus. Muss man nicht zwingend machen. Ich mache es auf jeden Fall, damit ich besser hinsehe und damit ich auch mit der Kamera besser hinsehe. Das Ganze ist auch nur eine Kreuzschlitzschraube. Deswegen ist das auch sofort weggebaut. Die untere Stelle ist nur eingeklipst. Hat man, glaube ich, gerade auch ganz gut gesehen. Dann packe ich mir das Ganze hier nach links zur Seite und dann sehe ich hier diesen Metallhalter. Ich habe nebendran auch einmal die Zeichnung eingeblendet gehabt. Es geht hier um das obere Magnetventil. Das untere Magnetventil gibt es auch ein separates Video auf meinem Kanal. Das wäre dann das N75 für die Ladedruckregelung. Und links an diesem Halter quasi gibt es dann nochmal ein Magnetventil. Genau, ja. So, aber wir brauchen auf jeden Fall hier das obere. Wir machen zuerst einmal den Stecker ab. Da ist hier eine Nase. Man erkennt es, glaube ich, ganz gut. Die muss man drücken und gleichzeitig nach hinten ziehen. Dann hebt sich im Inneren so ein Plastikteil und der Stecker löst sich. Man kann auch den Stecker gegen das Magnetventil drücken, dann die Entriegelung betätigen und dann erst wegziehen. Das hilft oft, wenn er einfach streng runter geht. Genau, ansonsten für Teilenummern oder Links, wo man dieses Ventil kaufen kann, gerne in die Beschreibung schauen. Es gibt hier auch verschiedene Teilenummern, wenn ihr da irgendwie unsicher seid, welche für euch zutrifft und ihr das Teil nicht vorher schon ausbauen wollt. Gerne auch hier einfach einen Kommentar da lassen mit euren Fahrzeug-Motorendaten, dann antworte ich da drauf. Grundsätzlich für ein 2,5 Liter TDI gibt es auf jeden Fall ein Magnetventil. Übrigens bei VW wird es einfach nur als Druckwandler geführt. Das mit der 1K0 906 627 bezeichnet ist und ein anderes baugleiches mit 1J0 906 627 Cäsar. Genau, ansonsten haben wir gerade gesehen, ich habe die hintere Mutter mit der Schlüsselweite 10 geöffnet, jetzt einmal die vordere. Jawohl, dann kann man das Magnetventil auch schon vom Halter wegnehmen. Kann das einmal hier so etwas durch das ganze Schlauchpaket durchfädeln. Ich mache das Ganze immer so, ich packe mir einfach das neue Teil daneben und dann tue ich Schlauch für Schlauch umstecken. Dann braucht man da nicht großartig aufpassen und kann aber trotzdem nichts falsch machen. Genau, weil die Schläuche meistens etwas fest sind, gehe ich mit einem Schraubenzieher einfach zwischen Magnetventil und Schlauch. Wichtig ist dabei, nicht mit dem Schraubenzieher versuchen, den Schlauch runterzuschieben, weil da macht man einfach nur ein Loch rein, weil man einen möglichst kleinen nimmt. Sondern wirklich hier einfach nur dazwischen gehen und dann quasi einmal um das Rohr rumbewegen, damit der Schlauch einfach sich überall einmal gelöst hat. Dann kann man den auch ganz gut runterziehen oder so leicht runterdrehen. So, da ist das Ventil draußen. Dann hier einmal das neue wieder angeschlossen. Genau, der Einbau erfolgt quasi in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt einfach hier wieder auf den Halter setzen, die beiden Zehner Muttern festmachen, Stecker wieder dran stecken und dann ist man im Prinzip mit dem Einbau auch wieder fertig. Genau, ich sag schon mal bis zum nächsten Anleitungsvideo. Das war's von mir. Bis dahin und ciao.